Willkommen bei der Late Night Show mit mir, Florian Strehlitz. Kommen wir zu unserem Thema heute ab. Schauen einmal auf die öffentlich-private Partnerschaft, kurz ÖPP. Nicht zu verwechseln mit dem Rap-Song von Naughty by Nature, OPP. Wobei es im Englischen keine Umlaute gibt und somit aus einem Ö ein O werden würde, also auch OPP. Oder wie auch Naughty by Nature singen würde, machen wir das mal heute richtig hochprofessionell. Und falls jetzt der eine oder andere Urheberrechtsanwalt schon frohlockt wegen einer möglichen Urheberrechtsverletzung, ich habe diesen Song selber nachkomponiert. Mit einer Trial-Version vom Magic Music Maker und es hat wirklich keinen Spaß gemacht. Was wichtig ist, denn Urheberrechtsverletzungen müssen ja bindend Spaß machen. Oder wie also Naughty by Nature singen würde: ÖPP, wie kann ich das nur erklären? ÖPP, ich bin dir Bild für Bild auf einem Bären. ÖPP, ja du kennst mich. ÖPP, ja du willst mich. ÖPP, ich zock dich richtig ab. Wenn im Puffer wieder Papa starrt, also Geld verzockt hart, dann ruft er nicht die Mutti an, sondern einfach Ranstaat. Die sagt ihm dann, dass es kein Problem ist, Mann. Er muss nur diesen 36.000-seitigen Vertrag unterzeichnen, der sämtliche Rechte beim Neubau eines Autobahnabschnittes auf ein Privatkonsortium überträgt, diesen im Namen des Staates nun bauen zu können. Aber sollte wieder erwarten später die Kohle dem Privatkonsortium ausgehen, dann muss Papa Staat dafür blechen, aber eben nicht heute, LOL. ÖPP, ja du kennst mich. ÖPP, ja du willst mich. ÖPP, ich zock dich richtig ab. Ich hab bessere Anwälte als Naughty by Nature jemals stellt T. Peace, I'm out. Wobei das Mikrofon richtig teuer war. Und ich weiß jetzt echt nicht mehr, ob ich noch einmal zurückkehren kann in das normale Leben eines Nischen-Influencers, jetzt nachdem ich den Erfolg des Rappers erlebt habe. Genauso muss sich Tupac gefühlt haben, kurz bevor er erschossen wurde. Aber schauen wir lieber einmal, was eine öffentlich-private Partnerschaft bedeutet. Im reichen Deutschland keine Seltenheit. Marode, fast baufällige Schulgebäude und auch die Innenausstattung kann sich kaum sehen lassen. Straßen in einem bedenklichen Zustand, oft genug werden nur die gröbsten Schäden beseitigt, aber auch das reicht schon für lange Staus. Damit das Geld für alle Aufgaben reicht, so die Überlegung, holt der Staat einfach die Privaten mit ins Boot. Es entstehen sogenannte öffentlich-private Partnerschaften, ÖPP. Private finanzieren beispielsweise Autobahnabschnitte vor, bekommen dafür 30 Jahre lang die Mauteinnahmen auf diesem Abschnitt. Und vor allem durch die sogenannte Schuldenbremse haben die öffentlich-privaten Partnerschaften in den letzten Jahren einen Boom erlebt. Denn im Zuge der Schuldenbremse mussten nun nicht nur der Bund, sondern die Bundesländer und auch die kleinsten Gemeinden mit dem Geld, das sie einnahmen, haushalten. Dies wiederum bedeutete, dass auf einmal nicht mehr Autobahnen mal soeben gebaut werden konnten, da das Geld für solche gigantischen Neuprojekte nun fehlte. Alleine beim Neubau eines Autobahnabschnittes muss man mit rund 10 Millionen Euro pro Kilometer rechnen. Zumindest rechnen damit die Verkehrsexperten. Unsere Bundesregierung geht dann mit einem noch schärferen Bleistift ran und rechnet mit im Schnitt 50 Millionen Euro pro Kilometer. Alleine beim Weiterbau der Berliner Stadtautobahn wurden so schon mal 473 Millionen Euro veranschlagt, bei einem Abschnitt von gerade mal 3,2 Kilometer Länge. Also rund 148 Millionen Euro pro Kilometer. Kann ja sein, dass man noch den einen oder anderen Flughafen an die Autobahn bauen will. Und das ist ein Haufen Schotter, dachten sich auch der eine oder andere Minister schon damals im Kabinett Schröder Römisch I, wobei die Römisch I keine Schulnote darstellte. Da man damals aber dachte, dass der Staat eben nicht so gut Dinge machen kann wie die Privatwirtschaft, begann man Staatsunternehmen nun zu privatisieren, sei es die Bundesdruckerei zu verkaufen, nur um sie dann aus der Insolvenz zu retten, oder die Berliner Wasserbetriebe, nur um sie am Ende für viel mehr Geld wieder zurückzuholen. Oder die Deutsche Post, und unsere Briefe kommen seitdem deutlich schneller als nun alle 14 Tage, um nur einige Privatisierungen zu nennen. Weil aber dieser Privatisierungsfetisch in der heutigen Nachbetrachtung vollkommener Schwachsinn war, hörte man selbstverständlich nicht damit auf, sondern erfand dann irgendwann die öffentlich-private Partnerschaft. Dass diese aber auch gerne mal nicht funktioniert, zeigen gerade die öffentlich-privaten Partnerschaften bei den Autobahnen. Und die enden dann auch mal
gerne so wie bei der A1. Bereits 2009 schreibt der Bundesrechnungshof in einem Gutachten über die 4 ersten Autobahn-ÖPPs, zu der auch die A1 gehört, dass die Bieter mit den vom Bundesministerium prognostizierten Mauteinnahmen im Durchschnitt lediglich 69% ihrer in den Angeboten dargelegten Kosten decken könnten. Falls die Einnahmen so ausfallen, werden die Bieter in erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Klingt alarmierend. Doch die Verantwortlichen vom Verkehrsministerium schwärmen weiter von ihren Vorzeigeautobahn-Projekten und ÖPP. Mit ÖPP kommt man schneller zum Bauen und wir vermeiden dadurch erhebliche volkswirtschaftliche Kosten. Es gibt in Deutschland viele, die in den alten Strukturen gerne verharren. So nach dem Motto, haben wir schon immer so gemacht, ist immer irgendwie gelaufen, wollen wir auch nicht verändern. Und natürlich ist es klar, dass die Politik gerne öffentlich-private Partnerschaften eingeht. Denn diese entlasten den aktuellen Haushalt und man kann sich dann brüsten, dass eine Privatfirma wirklich auch schneller Autobahnen bauen kann als die öffentliche Hand. Wie in dem Beispiel der A1, bei der der private Autobahnbetreiber A1 Mobil 72,5 Kilometer zwischen Hamburg und Bremen von 4 Spuren auf 6 Spuren ausgebaut hat. Das in nur 4 Jahren und für 500 Millionen Euro. Als Gegenleistung bekommt die A1 Mobil 30 Jahre lang einen prozentualen Anteil der Lkw-Maut der Lkws, die nun über diesen Abschnitt fahren. Nur zeigt das Beispiel mit der A1 aber auch die massiven Nachteile der öffentlich-privaten Partnerschaft. Geregelt ist die gesamte Zusammenarbeit zwischen Bund und der A1 Mobil in einem 36.000-seitigen Vertrag. Das war der aus dem Rap-Song am Anfang. Nur wurde in dem Vertrag eben nicht erfasst, ob denn die Einnahmen der Lkw-Maut überhaupt wirklich die Kosten des Baus decken können. Das sind die vom Bundesrechnungshof angemahnten 69% aus dem Video. Das heißt wiederum, eine Firma wird bei einer negativen Kostendeckung über kurz oder lang in die Insolvenz gehen. Und das ist nicht unrealistisch, denn die A1 Mobil ist genau von diesen viel zu niedrigen Einnahmen aus der Lkw-Maut betroffen. Deshalb steht die A1 Mobil vor einer Insolvenz und hatte bereits 2017 vor dem Landgericht Hannover Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland eingereicht und forderte dort nun 778 Millionen Euro als Kompensation. Zur Erinnerung, der Ausbau der A1 hat das Unternehmen rund 500 Millionen gekostet. Und über kurz oder lang muss diese Summe vom Bund bezahlt werden und damit zahlt am Ende wieder der Steuerzahler. Also genau das, was man eigentlich mit den öffentlich-privaten Partnerschaften so toll vermeiden wollte. Aber damit der Graben nicht zu groß wird, gibt es auch gute Beispiele, wo eine öffentlich-private Partnerschaft funktionieren kann, wie hier. So etwas funktioniert auch bei der Paul-Mohr-Schule in Nürnberg. Hier hat die Firma Hochtief die Schule gebaut und nach den modernsten Anforderungen ausgestattet, fit für die digitale Zukunft. Das ging zügig und punktgenau. Sie sehen das Ergebnis, das kann sich, denke ich mir, schon jetzt bei so einer ersten Klasse oder einer 1A-Klasse sehen lassen. Die Stadt spart dabei zunächst fast 3 Millionen Euro. Dafür stellt Hochtief 25 Jahre lang den Hausmeister, putzt das Gebäude und betreibt das Catering. Und das zeigt wiederum, dass öffentlich-private Partnerschaften auch funktionieren können. Nur eine kleine Frage am Rande. Warum sind in dieser Schule keine Kinder mehr zu sehen? Weder im Klassenraum noch auf den Fluren. Hat man die Schule endlich bildungstechnisch so weit optimiert, dass man das schwächste Glied, die Kinder, endlich herausgestrichen hat? Macht die Arbeit als Lehrer letzten Endes noch viel angenehmer, ohne Kinder unterrichten zu müssen, was man dadurch alleine an Geldern sparen könnte. Also fassen wir einmal zusammen. Eine öffentlich-private Partnerschaft macht durchaus Sinn bei Projekten, deren finanzielles Risiko überschaubar ist. Wie bei dem Bau einer Schule. Selbst wenn Hochtief wieder einmal pleite geht, dann sind das nur 2 oder 3 Millionen, die den Haushalt belasten würden. Aber wir versenken jedes Jahr mehr Geld in unnütze Gebäude, die wir selber bauen. Und jedem sollte klar sein, von welchem ich hier rede, nämlich dem Kühlturm des ehemaligen Kernkraftwerkes Schneller-Brüter. Bester Name eines Atomkraftwerkes ever. Selbst jetzt noch, viele Jahre nach der Atomexplosion damals. Aber bei Großprojekten funktionieren öffentlich-private Partnerschaften einfach nicht ohne Probleme. Denn die A1 ist dabei nicht alleine. Dasselbe passiert gerade beim Autobahnausbau der A61 zwischen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Die Baukosten haben sich dort fast verdoppelt
auf 1,4 Milliarden Euro. Von den aktuell 15 geplanten öffentlich-privaten Partnerschaften im Bereich der Autobahn sind mittlerweile schon 12 Projekte teurer als geplant. So kam bereits 2014 der Bundesrechnungshof zu dem Urteil, dass die Autobahnen, die als öffentlich-private Partnerschaftsprojekte gebaut und betrieben wurden, sage und schreibe 1,9 Milliarden Euro teurer waren, als wenn sie von der öffentlichen Hand selber gebaut worden wären. Und diese Mehrkosten müssen bezahlt werden. Und nicht von dem reichen Onkel aus Amerika, sondern vom reichen Onkel aus dem Bundesverkehrsministerium, der das Geld aber nur hat, weil wir es ihm geben, teilweise sogar freiwillig. Und dort gilt trotz all der Debakel um die öffentlich-privaten Partnerschaften am Ende trotzdem immer noch das Motto: Haben wir schon immer so gemacht, ist immer irgendwie gelaufen, wollen wir auch nicht verändern. Das ist aber auch eine echt gehässige Art vom CSU-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der nächsten Regierung mit den dann anfallenden Kosten für die öffentlich-privaten Partnerschaften noch ordentlich einen reinzuwirken. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die nächste grüne Bundeskanzlerin entweder Jens Spahn oder Annegret Kramp-Karrenbauer sein wird und auch das Bundesverkehrsministerium weiter in CSU-Hand bleibt. Aber vielleicht ist das auch nur ein ausgeklügelter Plan, um sich an Angela Merkel und der CDU zu rächen für das, was sie dem Horst Seehofer angetan haben. Was war er jung, hat noch volles Haar, als er damals nach Berlin ging. Und wie sieht er heute aus? Was haben die 3 Jahre nur aus ihm gemacht? Er sieht so scheiß fertig aus. Wobei ich gerade die Information bekommen habe, dass er auch schon vor Berlin so aussah wie Gollums hässlicher Cousin aus dem Herzogtum Bayern-Ingolstadt. Das war's wieder von der Show für heute. Aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.